Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Makita 187 Säbelsäge an. Wir starten gleich mit dem Vibrationstest. Wie ihr sehen könnt, 13,5 ungefähr Meter pro Sekunde am Handgelenk. Dann schauen wir nur die verschiedenen Positionen, wo es mehr vibriert, wo es weniger vibriert, weil man ja vorn auch packt. Vorn und hinten. Und dann schauen wir ja, was am Ende rauskommt. So, die Maße betragen 43,5 cm Länge, um die 7,5 breit, oder 60 ist die Länge, also relativ dick ist sie, besonders vorn, wo die Aufhängung ist, um sie aufzuhängen. Aber es ist praktisch, dass sie hat, gleich wie bei der AEG ungefähr. Und die 2 Gänge natürlich, die sie hat, mit den verschiedenen Hubzahlen, was ein großer Vorteil ist, ganz klar. Ein ganz großer Vorteil, wenn man nicht mit dem Finger, weil es ja nicht so leicht, die vibriert, den Druck, wenn man fest zupackt, das ist fast unmöglich, dass man eine bestimmte Stufe einhält. Heißt, man ist immer voll in der Taste drinnen und da erlauben die 2 Gänge verschiedene Umdrehungszahlen. Wir starten gleich mit dem Schneidetest und sehen uns dann beim Fazit. Kommen wir zu den Werten. Wie ihr sehen könnt, ist die Makita extrem schnell. Extrem schnell. Die zweitschnellste im Durchschnitt bei allen Aktivitäten. Metall schneide ich leider nicht mehr. Tut mir wirklich leid, weil ja, die kriege ich zum Beispiel zur Verfügung gestellt und dann will ich, dass der wie neu ausschaut, weil den muss man auch teilweise zurücksenden. Und dann ist es wichtig, dass sie neu ausschaut und dass sie nicht gleich die Farbe schält, weil das schält sich einfach, sobald man Metall schneidet, geht ganz schnell der Lack ab und dann schaut sie halt katastrophal aus und ja, und das ist schlecht für beide Seiten. Aber meistens, die gut in Holz, das ist super in Metall auch, also da unterscheiden die sich nicht stark, das sagen auch die Werte. Eher, dass sogar Metall stärker sein, weil Holz braucht man besonders, wenn man was Dickeres schneidet, sehr viel Drehmoment und dann durch die Tests halt zeigt sich eben, welche viel Kraft hat und welche weniger Kraft hat. Außer natürlich, man schneidet um was extrem Langes und dann natürlich ist Metall dann schwieriger. Für die 187 kann man mit 170 € circa rechnen. Ja, ist ein hoher Preis, ist aber auch eine gute Leistung und eine gute Säge, die man auf jeden Fall investieren kann, wenn man das braucht, wenn man das will. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Es ist eigentlich preis-leistungstechnisch für die Leistungsklasse und das, was sie alles bietet. Klar, die DeWalt 367 ist auf dem genau gleichen Niveau, aber mir gefällt die 187 eigentlich besser. Also die Makita gefällt mir besser. AEG ist auch super gut, aber nochmal 40 € teuer ist ein riesiger Unterschied. Ja,
die kleine AEG, ja, und 369, wie schon gesagt, für mich einfach nix. Also, ja, einfach, wenn man es haben muss, wenn man im Wahlsystem ist und nichts extra kaufen will, kann man die 369 kaufen, aber ja. So, beim Gewicht in Gramm ist sie die schwerste, ja, aber auch ein bisschen schwerer wie die AEG. Und ja, es ist halt eine schwere Säge, das ist wirklich der größte Nachteil, ist das Gewicht, kann man auf jeden Fall sagen. Das ist der größte Nachteil an der Säge, das ist das, was sie ja, verschlechtert. Aber auf gar keinen Fall eine schlechte Säge, wer mit dem Gewicht umgehen kann, wer das in Ordnung findet, ganz klare Empfehlung. Sehr, sehr gute Säge. Vibrationen im Handgelenk, kann ich nur sagen, sind in Ordnung. Ich finde, ja, in Ordnung. Die AEG ist schneller und deutlich vibrationsärmer. Die DeWalt ist ungefähr auf dem Niveau, aber auch wieder ein großer Unterschied in den Vibrationen. Ich würde sagen, es ist okay für die Leistung. Es ist nicht extrem gut, es ist auch nicht schlecht. Also muss man jeder selbst wissen, ob er die Vibrationen in Kauf nimmt. Aber man ist auch natürlich schneller, aber man hat mehr Vibrationen. Das muss man sich ausrechnen, wirklich, um zu schauen, was sich mehr lohnt. So, zur Lautstärke kann ich nur sagen, positiv überrascht, einfach leiser wie die Bosch Advanced Receive und ähnlich, ja, nicht ganz auf dem Niveau, aber wie die Einhell 1822. Das ist einfach ein Wert, der wirklich enorm, also wirklich gut ist, weil wie ihr sehen könnt, die leistungsstarken Sägen, wie die AEG, die große, oder die DeWalt 367, die kompakte, aber leistungsstarke Maschine, ja, unglaublich, einfach 8 Dezibel leiser. Leiser wie die anderen kleinen, kompakten Sägen. Ich verstehe das nicht, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich das Gewicht trägt dazu bei, dass sie leiser ist. Ja, das gab mir sonst keine andere Erklärung. Ich finde keine andere Erklärung. Auf jeden Fall ist es absolut empfehlenswerte Säge. Alle Sägen sind unten verlinkt. Wenn ihr was über Amazon kaufen wollt, Sägen oder was anderes, egal was, könnt ihr meinen Link verwenden. Meinen Link verwenden. Vielen lieben Dank für jeden, der es tut. Vielen lieben Dank für jeden, der Daumen nach oben gibt. Vielen lieben Dank für jeden, der einen Kommentar gibt, der mir einfach unterstützt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, auch der schaut. Und fürs Abonnieren wäre auch wichtig, wäre super nett von euch, würde mir viel unterstützen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Servus, ciao.